Heute wird gedreht mit Jan und ja, auf einer Matte mit Omid. Hast du Zeit? Wie viele Stunden hast du Zeit, Jan? Ich? Ja. Jens, nicht Jan. Jans, Aber ist okay, nicht so sorry. schlimm. Hast du Zeit? Jan. Wie viele Stunden hast du Zeit, Jan? Ich? Ja. Jens, nicht Jan. Jan, Aber ist okay, nicht so sorry. schlimm. Peinlich. So, guten Tag. Ach, das wird ja nicht mit dem Handy aufgenommen. Ihr habt ja hier fette Technik. Was hast du denn gedacht? Ne, ich hab gedacht, ihr würdet mit dem Handy arbeiten. Okay. Wo die? So. Ja, ich dachte, wenn du mit Mütze kommst, dann komme ich auch mit Mütze. Ah, das ist sehr geil. Also ich habe immer eine Mütze dabei. Am Ja, ersten ich- Video habe ich auch mit meiner alle Mütze Ja, ich hab aufgedreht. schon, stimmt, da lag hier hinten eine Ja. ganze Mützen, eine ganze Mützenkollektion sozusagen. So, warte, halt, Brille putzen, Entschuldigung. Und wie spricht man aus, dass dein Nachname? Mein voller Name ist Jens Stöfhase. Also Stöfhase. wird komisch geschrieben. Also ich konnte nicht das aussprechen. Ja, Wirklich. Also genau. es war ein bisschen schwer für mich. Sozusagen die erste Hälfte Stöf Stöf, und die zweite Hase. Hase, okay. Wie der Hase. Stöf, Hase. Genau. Ja, also dann sage ich nochmal, ich hatte ein Interview mit Stöf Hase. Oder Stoff, so einfach. Perfekt Name. Cool, geil, ne? Okay. Ja, was machst du denn beruflich? Was mache ich beruflich? Ja. Eigentlich bin ich, glaube ich, Medienfuzzi. Also sozusagen, mir gehört die Hälfte einer Firma, die sich die Medien macht, hauptsächlich für Leute, die in bestimmten Industrien arbeiten. Also zum einen ist es das Thema Elektromobilität, also neue Autos mit Elektromotor. Dann Autos, die autonom fahren werden eines Tages. Aber auch das Thema Windenergie ist ein Thema, was ich regelmäßig bearbeite. Und auch Kommunikationsleute, also Menschen, die wiederum in den Medien arbeiten und Presseinformationen sozusagen vertreiben. Cool, dann das ist ein wichtiges Ding für mich. Also ich bin auch fast ein Mediamacher. Du bist auch ein Medienfuzzi. Ja, und Mediamacher auch. Also in Afghanistan, wir sagen einfach Mediamacher. Okay. Also das sage ich auch in afghanischen Dialekte. Okay. Mediamacher. Wie spricht man es richtig aus? Also auf Persisch, also Ja. auf darin. Media. Media. Einfach. Media. Okay. Also- Das heißt, ich kann jetzt Persisch. Klar, ja. Kannst du sagen, Zademet? Sademet? Perfekt, das ist auch ein schwieriges. Also es heißt, Was heißt es denn? also es heißt, schöne Größe. Ah, Ja. Zademet. Wenn du sagst, okay, schöne Größe, dann sagst du, Zademet. Sademet. Krass. Ja, sind wir schon fertig mit dem Interview, oder? Nee, noch nicht. Okay. Also wir sind in Mitte. Was war die absurdeste Arbeit, die du erlebt hast? Da muss ich echt überlegen. Manchmal ja. Manchmal man darf überlegen. Ja, ich überlege gerade echt, was habe ich denn... Ich glaube, ich durfte ganz viele schräge Sachen machen. Also ich habe zum Beispiel noch fotografieren gelernt mit Digitalkameras, die Diskettenlaufwerke hatten. Also sozusagen ganz, ganz früh, als die Digitalfotografie anfing, habe ich noch sozusagen stapelweise Disketten. Weißt du überhaupt noch, was Disketten sind? Nee. Du bist, glaube ich, so jung, du kennst die gar nicht mehr. Das waren mal Speicherträger, die waren so groß und da haben 8 Bilder raufgepasst. Und du musstest nach 8 Bildern immer die Diskette wechseln. Aha. Und dann bist du mit so einem Stapel Disketten durch die Gegend gelaufen, während du irgendwo auf irgendwelchen Veranstaltungen fotografiert hast. Daran sieht man vielleicht auch, wie alt ich schon bin. Und was kommt jetzt nach? We are shooting, please keep it quiet. Was machen denn Redakteure, wenn sie was heraussuchen? Die suchen natürlich was über ihre Person heraus, wa? Au! Geil! Das ist so geil, ne? Ja, ey, Okay. cool. Ihr habt gut recherchiert. Sehr schön. Sehr schön. Ihr habt sehr gut recherchiert. Ja, ich war Produktmanager für die Webseite von wendy.de. Ja. Und habe da auch echt spannende Sachen machen dürfen. Das war eigentlich, also sozusagen der Teil von dem Job war richtig cool. Ich durfte Computerspiele produzieren lassen, ich durfte Online-Browser-Games produzieren lassen, ich durfte eine Community mit aufbauen und durfte ich habe nicht nur mit der Wendy zu tun gehabt, sondern ich habe darüber kennenlernen dürfen, auch Schauspieler. Ich durfte kennenlernen Bushido zum Beispiel darüber, weil wir mit dem was machen wollten. Und ich durfte auch noch mit ein paar anderen ganz lustigen Leuten zusammenarbeiten. Also
Aber Wendy, die Pferdezeitschrift, war sozusagen die Basis, die mich auch viele Jahre im Beruf begleitet hat. Das ist sehr geil. Guck mal jetzt. Sehr cool. Helfer, ja? Was machst du, wenn du den Kopf frei bekommen möchtest? Ja, möchtest bekommen. Ja, beides sind richtig. Mein Deutsch. Alles gut. Tatsächlich, ich glaube, dann gehe ich malen. Also das ist tatsächlich alles, was mit Kunst zu tun hat. Das ist das, was sozusagen mir die Möglichkeit gibt, mal vom Beruf abzuschalten und mich nur um Sachen zu kümmern, die mit mir zu tun haben. Ansonsten bin ich zweifacher Papa und auch Ehemann. Also insofern, ich habe genug Möglichkeiten von der Arbeit auch abzuschalten, indem ich mich sozusagen um meine Familie kümmere. Ja, das kenne ich. Deswegen ich heirate nicht. Bis noch 10 Jahre habe ich Zeit. Aber nach 10 Jahren das entschiede ich auch, ja. Und ich möchte eine YouTuber werden. Hast du einen Tipp für mich? Was soll ich machen? So eine gute und eine beste und besondere und verrückte YouTuber werden. Ich weiß gar nicht, ob das noch so einfach ist, heute YouTuber zu werden, aber ich drücke dir total die Daumen. Ich glaube, was immer funktioniert, ist, was zu machen, wo die Leute das Gefühl haben, das ist echt. Ich glaube, es ist wichtig, dass man es regelmäßig macht. Ja. Dass du wirklich dran bleibst, weil ich glaube, anders funktioniert es halt nicht. Ich glaube, es macht Sinn, vielleicht auch was zu zeigen, was dein Talent ist. Ja. Also nicht einfach nur jeden Tag reinquatschen, sondern ich glaube, es macht Sinn, mit der Zeit etwas besonders zu können oder die Leute mitzunehmen, wie man es erlernt. Hey Jens, Hey, wie war das Interview? Mit dem Couch? Also die Couch ist natürlich grandios, wunderschön. Du bist wunderschön. Dankeschön. Und tatsächlich das Interview war auch sehr schön. Sehr schön, ja.